Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Ann-Christine und begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Schnittmuster- und Nähprojekt. In meinem letzten Video habe ich euch erzählt, dass ich in eine andere Richtung gehen möchte, und zwar in Richtung Abendkleid. Warum? Das zeige ich euch jetzt. Wie kommt man aber auf so eine Idee, besonders wenn man gar kein Abendkleid braucht? Man sieht beim Surfen im Internet einen Stoff, der so schön ist und dazu noch so ein Schnäppchen, dass man gar nicht anders kann, als ihn zu bestellen. Also habe ich insgesamt 11 Meter bestellt. Der Meter kostete 2 € und es handelt sich um eine Seidenviskose. Auf jeden Fall wurde es als das verkauft und hat diesen herrlichen Glanz. Ich bitte euch, wer kann da widerstehen? Und weil ich schon einmal dabei war, habe ich auch gleich einen Futterstoff mitbestellt. Da habe ich mich für Lyocell entschieden. Davon, glaube ich, habe ich 8 Meter bestellt. Der kostete auch so um die 2 €. Der bestickte Tüll ist mir beim Surfen einige Male untergekommen und ich habe lange überlegt, ob ich ihn bestellen soll. Auf manchen Fotos nämlich sah die Stickerei sehr groß aus, auf anderen eher kleiner. Also hoffte ich, dass mein Tüll der mit der kleineren Stickerei sein wird. Das war aber leider nicht so. Er hat mir aber dann so gut gefallen, dass ich ihn behalten habe. Zusätzlich kaufte ich eine Spitzenapplikation für den Fall, dass das mit dem Tüll nichts ist. Ich finde, dieser Stoff eignet sich eigentlich fast ausschließlich nur dafür, ihn auch wirklich für Abendmode zu benutzen. Wenn ihr da anderer Meinung seid, dann schreibt mir das gerne unter das Video in die Kommentare. Aber ich denke mal, er eignet sich hervorragend. Ich hatte unterschiedliche Modelle vorbereitet, die ich gerne nähen wollte. Unter anderem dieses hier. Und da fiel mir dann ein, dass ich diese Art Design gerade im oberen Bereich mit der Rüschung und Raffung schon etliche Male auf dem Kanal gezeigt habe und es eigentlich auch gar keine Herausforderung mehr für mich ist. Und ich wollte mich ja doch ein bisschen herausfordern. Also bin ich in Richtung Corsage gegangen. Und Leute, ich sage euch, das ist wirklich nicht einfach. Ich habe ein paar Testläufe gemacht. Ich habe Klebe-BHs gekauft. Ich habe Nippelklebe-Hochraff-Dinger gekauft. Ich habe BH-Cups gekauft. Wenn ihr wissen möchtet, für welche Variante ich mich entschieden habe, bleibt bis zum Schluss dran. Da gibt es die Auflösung. Ausgestattet mit diesen Materialien ging es also los mit der Konstruktion der Corsage. Ich zeige euch nicht im Detail, wie die Corsage konstruiert wird. Wenn ihr daran interessiert seid, dann mache ich dazu noch einmal ein extra Video. Ich wollte gerne eine Corsageform, die von der Form her eher in Richtung 50er Jahre geht, also nicht die klassische Herzform. Außerdem wollte ich keine sichtbaren Kanäle für die Corsagestäbchen im Außenstoff. Und sie sollte eine Schnürung im Rücken haben. Ich habe die Corsage aus meinem Grundschnitt konstruiert und ich rate euch auf jeden Fall nach der Konstruktion mindestens ein Probeteil zu nähen, weil es hier wirklich um Theorie mit ganz viel Schätzen und Vermuten handelt. Gerade was die Brustrundung angeht und der Sitz allgemein. Das erste Probeteil sah schon ganz gut. Ich hatte erst einmal nur einen Reißverschluss eingenäht, weil es mir wirklich nur um die Passform ging. Die Ausschnittlinie war jetzt nicht so wirklich schön und auch bei den Abnähern, bei der Brustrundung war etwas zu viel Stoff. Da habe ich abgesteckt und die Änderungen dann auf das Schnittmuster übertragen. Nach allen Änderungen saß das Oberteil ganz gut, auch mit der Schnürung. Es konnte also mit dem Zuschnitt weitergehen. Eine Corsage mit Corsagestäbchen und allem, was dazugehört, habe ich noch nie genäht. Also ein bisschen Respekt hatte ich schon davor. Ich habe den Außenstoff einmal zugeschnitten und den Futterstoff zweimal. Die Corsage sollte auf jeden Fall eine gute Festigkeit haben und nicht labberig sein. Deswegen habe ich den Außenstoff zum einen mit dem Futter verstärkt,
also die Stoffe aufeinander gelegt und dann am Rand rundherum geheftet, und zum anderen die eigentlichen Futterzuschnitte zusätzlich mit festerer Bügeleinlage verstärkt. Die Corsagestäbchen werde ich nur in das Futter einarbeiten. Deswegen habe ich mir hier auch schon einmal ein paar Markierungen gemacht. Und damit ich bis zu meinem Lebensende Corsagen nähen kann, habe ich gleich ein paar Meter mehr von dem Kunststoffband bestellt. Ich habe die Außencorsage schon mal fertig genäht und genauso die Schlaufen schon mal angenäht. Das ist auch sehr schön geworden, wie ich finde. Sieht auch wirklich ganz gut aus. Dann habe ich das Futter ebenfalls zusammengenäht und habe schon mal die Corsage-Kanäle für die Stäbchen, für diese Corsage-Stäbchen aufgenäht. Zusätzlich habe ich einige von den Nähten einfach benutzt, wo ich dann später die Corsage-Stäbchen reinfriemeln werde. Dann Futter und Außencorsage rechts auf rechts aufeinander legen und die Oberkante absteppen. Und dann habe ich auch gleich die Nahtzugabe auf dem Futter flach gesteppt. Die Nahtzugabe vom Futter etwas eingekürzt und auch bei den Nahtkreuzungen habe ich etwas weggeschnitten. Und dann die Oberkante sehr gut ausarbeiten, und zwar so, dass die Naht auf die Innenseite rollt. Durch das Flachsteppen der Nahtzugabe geht das Bügel aber wirklich um einiges einfacher. Als erstes habe ich die Stäbe vorbereitet und so ein bisschen rund geschnitten. Kann man das sehen? Genau. Und jetzt gehe ich hier nochmal mit dem Feuerzeug an der Kante längs, damit es nicht spitz ist, sondern schön weich ist und dann später nicht durch den Stoff durchpiekst. Dann werden die Corsagestäbchen in die Kanäle geschoben. Ich markiere die Länge je nach Stäbchenkanal immer etwas kürzer als die Nahtzugabe, damit man nicht Gefahr läuft, drüber zu nähen. Am besten die Kanäle unten mit einer flotten, kurzen Naht schließen, damit die Stäbchen nicht wieder rausrutschen. Was den Rock angeht, hatte ich eigentlich das hier im Sinn gehabt. Aber jetzt kommt es, über Weihnachten habe ich mal so richtig schön zugeschlagen und bauchtechnisch ist da ordentlich was passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich so wohl fühle mit einem eng anliegenden A-linienförmigen Rock. Puh, auf der anderen Seite, ich habe nun mal einen Bauch. Warum nicht zeigen? Es wurde dann doch der Glockenrock. Ich wollte euch mal wieder auf den neuesten Stand bringen. Das Kleid ist im Grunde genommen fertig. Der Rock ist angesetzt. Ich zeige euch das gleich auch noch einmal von innen, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, wie das von innen aussieht. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Ich zeige euch auch gleich den unteren Rockbereich und auch nochmal den Saum. Von hinten sieht das Ganze so aus. Da haben wir jetzt die Schnürung, also das ist jetzt nicht das wirkliche Band, sondern das ist ein Soutageband. Nur wenn ich das Kleid alleine anziehe, dann brauche ich irgendwas, was besser rutscht. Und das normale Band aus dem passenden Stoff rutscht nicht so gut und dann kriege ich das selbst nicht angezogen. Also nehme ich das hier, dann kann ich schön ziehen und dann kriege ich das auch wirklich gut angezogen. Hier sieht man jetzt schön dieses Modesty Panel, also diesen Untertritt, damit nicht so viel Haut gezeigt wird. Ganz normal der Reißverschluss. Zusätzlich habe ich noch einen Haken- und Ösenverschluss mit eingenäht. Und ich bin eigentlich wirklich sehr zufrieden mit dem Ganzen. So, jetzt wollte ich euch das Ganze auch nochmal von innen zeigen. Das ist also die Innenseite. Hier habe ich 2 längere Schlaufen mit eingenäht, dass man das Kleid dann später auch auf den Bügel hängen kann. In einen Kleidersack oder in den Schrank dann entsprechend auch. Und nicht zusammenfalten muss, weil das ganze Ding zu bügeln, dauert schon ein bisschen. Ansonsten ist das jetzt tatsächlich, wie gesagt, der Innenbereich. Von hinten sieht das Ganze so aus. Hier ist also dieses Modesty Panel mit 3 Druckknöpfen. Der eine hält immer nicht. Ich habe kein Händchen, was Druckknöpfe angeht. Und das liegt dann hier so drüber.
und wird natürlich auch noch ein bisschen enger geschnürt. Die Schnürung habe ich rausgenommen. Ansonsten habe ich hier ganz normal den Reißverschluss. Das Futter könnte ich eigentlich auch noch ein bisschen höher schließen, aber ich lasse es tatsächlich so locker fallen. Und hier habe ich dann nochmal Haken und Öse mit eingearbeitet, damit das Anziehen einfach leichter ist. Ja, mehr gibt es da eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ach ja, ich wollte euch das ja noch ein bisschen zeigen. Mal sehen, ob ich das hier so hinkriege. Hier haben wir die Seitennähte. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gut sehen könnt. Auf jeden Fall habe ich das Oberteil einfach zwischen den Außenstoff und den Innenstoff gesandwiched. Also im Grunde genommen das Futter angenäht und dann auch nochmal oder geheftet erst und dann den Außenstoff, sodass jetzt hier die Nahtzugabe von dem Oberteil und auch von den Röcken ist. Und das ist ja dann im Prinzip schön versteckt durch das Futter. Jetzt kommt meine Idee. Ich werde ja diesen Überwurf, diesen Überrock aus dem Libellenstoff arbeiten, und damit ich nicht einfach nur diese Libelle hier habe, habe ich mir überlegt, und meine liebe Kollegin Dani, ich grüße dich und habe nochmal vielen Dank, hatte mir eigentlich vorgeschlagen, vielleicht eine Kette zu machen und da dann diese Libellen aufzustecken. Die Idee fand ich super, und dann dachte ich mir, Mensch, warum nicht einfach eine Art Träger? Und dann bin ich damit um die Ecke gekommen sozusagen. Das heißt, ich habe mir einfach von dem Tüll, von dem bestickten Tüll die Kante geklaut, habe die zusammengenäht und werde dann hier Druckknöpfe arbeiten. Ups. Und dann wird das von innen natürlich mit Druckknöpfen festgemacht. Ich kriege das jetzt nicht reingestopft. Läuft dann hier über die Schulter. Hier werde ich dann Libellen aufnähen. Und im Rückteil, und da muss mir mein Mann heute Abend helfen, weil er muss mir die Länge hier abstecken, damit ich das genauso arbeiten kann wie bei dem Vorderteil. Das heißt, hier auch so ein Rechteck annähen, wo ich dann auch später die Druckknöpfe gut aufarbeiten kann und annähen kann. Und dann wird das hier genauso innen mit Druckknöpfen befestigt. Das heißt, ich kann das dann abnehmen, wenn ich mal nicht auf Dragonfly stehe, also nicht auf Libelle, sondern einfach das Kleid für sich haben möchte. Was ich also jetzt machen muss noch, ist Folgendes. Das ist eigentlich gar nicht mehr viel. Ich habe den Libellenstoff, ich zeige euch das mal eben. Ich habe den hier schon mal zugeschnitten und er ist jetzt ungefähr so lang, also 2,5 mal die Taille. Ich hatte eigentlich gehofft oder gedacht, er sollte länger sein. Dann habe ich mich aber am Saum ganz fürchterlich verschnitten und dann ist es ein bisschen, ja, der Saum zu kurz geworden. Und deswegen musste ich es genau an der Stelle abschneiden. Aber finde ich jetzt auch nicht schlimm, dann trägt es nicht so auf. So, die Kante, ich hoffe, das kann man sehen, habe ich jetzt hier, damit ich nicht durch die Designs, durch die Stickereien schneiden muss, so ein bisschen wellig nur in dem Tüll geschnitten. Nach all den Überlegungen habe ich dann den Überrock genäht. Ich habe das Bündchen aus dem Kleiderstoff zugeschnitten und mit fester Einlage verstärkt. Gebügelt und den bestickten Tüll gerafft und eingenäht. Als Verschluss habe ich mich für 2 Haken und Ösen entschieden. Und da die hinteren welligen Schnittkanten, die eigentlich offen bleiben sollten, nicht wirklich schön aussahen, habe ich sie dann doch zusammengenäht und aus dem Rest des Tülls ein nettes kleines Drapé in eine Libelle des Tülls, die habe ich vorher ausgeschnitten und mit dem Außenstoff verstärkt, und auf den Verschluss genäht. Und fertig war dann schon das Libellenkleid. Schon ist gut, es hat schon ein paar Wochen gedauert. Und hier noch die Auflösung, was die Cups angeht. Ich habe keine Variante benutzt, sondern einfach einen trägerlosen BH untergezogen. Und jetzt hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat und euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Es war jetzt kein klassisches Tutorial, so wie ich es sonst mache, aber einfach mal so ein, ja, so, ich nehme euch mit auf meine Reise. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß dabei gehabt habt. Wenn es so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, und wenn ihr dabei auf die kleine Glocke klickt, dann werdet ihr immer gleich informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt.
Bis dahin wünsche ich euch noch eine richtig tolle Zeit mit bei eurer Nähmaschine. Wagt euch auch mal an ein anderes Projekt. Näht auch gerne mal ein schönes Abendkleid, auch wenn ihr es nicht braucht. Das ist richtig toll. Kann man schön in den Schrank hängen. Aber vielleicht gibt es ja doch mal einen Anlass, um so ein Kleid zu tragen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Eure Ann-Christine.